Wer in Deutschland beruflich erfolgreich sein will, kennt häufig diese Regeln. Pünktlich sein, gut vorbereitet sein, klare Zahlen liefern, Absprachen schriftlich festhalten und möglichst schnell auf den Punkt kommen. Doch was passiert, wenn ein deutscher Remote-Arbeiter mit genau dieser Haltung nach Bangkok geht? Reicht dort ein perfekter Lebenslauf, eine durchdachte Präsentation und ein fester Zeitplan? Oder entsteht beruflicher Erfolg in Bangkok an ganz anderen Orten? Vielleicht nicht im Konferenzraum, sondern beim Café im Coworking Space. Nicht während einer förmlichen Videokonferenz, sondern bei einem gemeinsamen Abendessen und vielleicht sogar auf einer Dachterrasse, auf der zunächst überhaupt nicht über Verträge gesprochen wird. Die traditionelle deutsche Geschäftskultur ist stark von Planung, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und direkter Kommunikation geprägt. Eine Besprechung hat ein Ziel. Eine Tagesordnung soll eingehalten werden. Und wenn ein Problem besteht, wird es möglichst klar benannt. Das hat große Vorteile. Man weiß, woran man ist. Entscheidungen lassen sich dokumentieren und niemand muss erraten, was der andere eigentlich gemeint hat. In Thailand kann geschäftliche Kommunikation jedoch anders funktionieren. Persönliches Vertrauen und stabile Beziehungen können wichtiger sein, bevor über konkrete Geschäfte gesprochen wird. Das bedeutet nicht, dass in Bangkok niemand pünktlich arbeitet oder keine Verträge benötigt. Solche pauschalen Vorstellungen wären falsch. Aber häufig möchte ein möglicher Geschäftspartner zuerst wissen, wer bist du als Mensch? Kann man dir vertrauen? Bleibst du auch dann respektvoll, wenn es nicht nach Plan läuft? Und passt eine Zusammenarbeit nicht nur fachlich, sondern auch persönlich? Hier kommt ein wichtiger thailändischer Begriff ins Spiel: Kreng Jai. Vereinfacht gesagt beschreibt Kreng Jai die Rücksichtnahme auf andere und den Wunsch, sie nicht bloßzustellen, zu belasten oder in eine unangenehme Situation zu bringen. Ein direktes deutsches Nein kann deshalb härter wirken, als es beabsichtigt war. Auch offene Kritik vor einer Gruppe kann Vertrauen beschädigen. Und ein freundliches Lächeln bedeutet nicht automatisch, dass ein Vorschlag angenommen wurde. Für einen deutschen Remote-Arbeiter kann das zunächst verwirrend sein. Er hat seine Aufgaben erledigt, seine Argumente vorgetragen und erwartet nun eine eindeutige Entscheidung. Doch in Bangkok ist es möglicherweise wichtiger, zunächst zuzuhören, Zwischentöne wahrzunehmen und der Beziehung Zeit zu geben. Ein formeller Handschlag ist dabei keineswegs falsch. Er ist nur noch kein Beweis für Vertrauen. Das Vertrauen kann später entstehen. Beim Mittagessen, bei einer Veranstaltung, durch eine persönliche Empfehlung oder durch mehrere ungezwungene Gespräche. Gerade Coworking Spaces spielen dabei eine interessante Rolle. Sie sind nicht nur Arbeitsplätze mit schnellem Internet, sie können Treffpunkte für Selbstständige, Gründer, internationale Unternehmen und Remote-Arbeiter sein. Wer dort jeden Tag mit Kopfhörern in einer Ecke sitzt und nach 8 Stunden wieder verschwindet, arbeitet zwar in Bangkok, baut aber noch lange kein Netzwerk in Bangkok auf.
Die entscheidende Fähigkeit lautet deshalb nicht deutsche Effizienz aufgeben. Sie lautet deutsche Zuverlässigkeit, um soziale Intelligenz erweitern. Das bedeutet, Termine weiterhin ernst nehmen, Absprachen weiterhin schriftlich sichern, aber nicht jede Unterhaltung sofort auf ein Geschäft reduzieren. Erst zuhören, Interesse zeigen, gemeinsam essen gehen, Kontakte pflegen, auch wenn daraus nicht sofort ein Auftrag entsteht. Gleichzeitig darf man die lockere Atmosphäre nicht romantisieren. Auch in Bangkok können Netzwerke oberflächlich sein. Nicht jedes Gespräch auf einer Dachterrasse führt zu einem Auftrag. Und ein freundschaftlicher Kontakt ersetzt weder fachliche Kompetenz noch einen rechtssicheren Vertrag. Für Remote-Arbeiter liegt die eigentliche Chance deshalb in der Kombination zweier Welten. Deutsche Klarheit bei Aufgaben, Geld und Vereinbarungen, thailändische Sensibilität beim Aufbau von Vertrauen und Beziehungen. Wer nur auf Effizienz setzt, kann kühl und ungeduldig wirken. Wer nur auf gute Stimmung setzt, riskiert Missverständnisse und unverbindliche Zusagen. Nachhaltige berufliche Mobilität entsteht erst dann, wenn man beides beherrscht. Bangkok ist also nicht automatisch das Gegenteil einer deutschen Vorstandsetage. Die Stadt zeigt vielmehr, dass beruflicher Erfolg nicht nur aus Leistung besteht. Er besteht aus Sichtbarkeit, Vertrauen und den Menschen, die bereit sind, eine Tür zu öffnen. Die wichtigste Frage für Remote-Arbeiter lautet deshalb nicht nur, wo steht mein Laptop, sondern auch, wer kennt mich, wer vertraut mir und zu welchem Netzwerk gehöre ich.